Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Stricken und Reisen mit Calypso, diesmal aus Berlin. Ich bin Calypso und ich freue mich sehr, dich heute dabei zu haben aus meinem Wohnzimmer. Ich glaube, dieses Jahr ist auch gar kein Budget mehr für Reisen, aber es kommen noch einige Reisevideos. Ich habe noch ein bisschen Material für euch. Ich habe schon länger nicht mehr so von zu Hause ein Video gefilmt und direkt in die Kamera geredet, deswegen fühlt sich das fast schon ein bisschen komisch an, aber ich freue mich sehr, euch heute zu erzählen, welche Updates es so bei mir gibt, was ich jetzt gemacht habe im Frühjahr und was jetzt noch im Sommer auf euch zukommt, worauf ihr euch freuen könnt. Es kommen auf jeden Fall noch einige Videos über Japan, vor allem Abenteuervideos, wo wir so unterwegs haben, was wir erlebt haben. Denn ich glaube, ich habe jetzt alle Wolleläden in Kyoto und Tokio, die wir besucht haben, insgesamt 13, sehr ausführlich abgedeckt. Und ihr könnt euch damit auf jeden Fall vergnügen. Und falls ihr eine Reise nach Japan vorbereitet, könnt ihr euch daran orientieren und inspirieren lassen, was ihr vielleicht machen wollt und könnt. Ich trage heute ein neues Design von mir. Ich habe ganz lange überlegt, soll ich es Intarsia Moonrise oder Intarsia Sunrise nennen? Naja, ich habe mich jetzt für Intarsia Moonrise entschieden. Das war jetzt einfach nur ein Bauchgefühl. Warum ich das so getauft habe, ist, dass dieses T-Shirt ein Intarsia-Motiv hat. Das sieht man auf dieser Seite nicht, aber auf der anderen Seite, nämlich hier auf dieser Seite. Dieses T-Shirt ist reversibel, das kann man also so rum oder so herum tragen, wie ich es jetzt hier gerade anhabe. Diese Version habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, gestrickt und ich wollte eine Anleitung daraus machen. Das habe ich jetzt endlich geschafft. 2 Jahre später ungefähr habe ich jetzt die Anleitung geschrieben. Sie wird gerade tag-editiert, das heißt von einer Person professionell geprüft und die Größen werden ausgerechnet. Insgesamt wird es 9 Größen geben für dieses Oberteil, für dieses Design. So sieht das Intarsia Moonrise T-Shirt auf der anderen Seite aus. Hier sieht man also das Intarsia-Element. Es ist super einfach zu stricken. Das wird in einem Stück gestrickt und die Ärmel werden dann auch eingesetzt und gestrickt. Das heißt, dass dieses Teil gar keine Nähte hat und auf jeden Fall für AnfängerInnen geeignet ist. Obendrauf wird es für dieses Design ein komplettes Video-Tutorial geben. Deswegen wollte ich das unbedingt nachstricken. Erstens, weil es mir super gut gefällt und ich es ganz oft trage und ich das nochmal in einer anderen Farbe stricken wollte. Und zweitens, weil ich eben ein ausführliches Videotutorial für euch filmen möchte, gefilmt habe, in dem ich euch zeige, wie ihr dieses T-Shirt ganz genau strickt. Das Tutorial ist so ausführlich, dass ich dafür 2 Teile gemacht habe. Das kommt ganz bald online. Es wird veröffentlicht gleichzeitig mit der Anleitung. Diese Tutorials sind also schon fertig. Ich freue mich da richtig, richtig doll drauf. Deswegen ist es auf jeden Fall für AnfängerInnen geeignet, weil ich euch da eben ganz genau zeige, wie ich das stricke, von Anfang bis Ende, von Maschen aufnehmen bis zur Fertigstellung. Es gibt einige Techniken in diesem Tutorial, zum Beispiel italienisch anschlagen. Die Intarsia-Technik zeige ich euch einmal an der Maschenprobe und dann auch an dem großen Teil. Dann zeige ich euch noch, wie ihr die Ärmel einstrickt. Für die Ärmel habe ich noch ein extra Tutorial, das ich eben gefilmt habe, als ich das hier gestrickt habe vor 2 Jahren. Und dieses Tutorial ist ziemlich ausführlich über die Ärmel. Das hat auch, ich glaube, ungefähr 10.000 Klicks, also es ist ziemlich beliebt bei euch. Es ist wirklich ganz, ganz einfach, die Ärmel hier einzustricken und mit verkürzten Reihen zu machen, sodass man gar keine Nähte hat. Diese Technik zeige ich euch also nochmal nicht ganz so ausführlich, weil ich dazu eben schon ein sehr ausführliches Video habe. Also ihr seid bestens ausgestattet, um dieses T-Shirt zu stricken. Sobald die Tutorials rauskommen und die Anleitung, könnt ihr auf jeden Fall direkt loslegen, weil es sehr umfangreich ist. Ich habe auch noch Tutorials zum italienisch Abketten, zum Beispiel für die Ärmel, und im Video, also im Tutorial für das T-Shirt, zeige ich euch, wie man Maschen aufnimmt, zum Beispiel hier vorne, um diese 2 Teile zusammen zu stricken. Also es ist super ausführlich. Ihr könnt also gar keine Fehler machen. Und in dem Tutorial erzähle ich euch, wie ihr die Größe 2 strickt, also mit genauen Maschenangaben. Das ist also meine Größe, diese Größe, die ich hier gerade trage. Die ist nicht ganz so luftig wie die hier, denn ich habe eine andere Nadel verwendet.
Wenn ihr andere Größen stricken wollt, dann empfehle ich euch einfach die Anleitung zu erwerben über Ravelry oder über meine Webseite. Im Video erkläre ich euch ganz genau mit Maschenangaben, wie ihr diese Größe hier strickt. Diese Größe hier habe ich mit Nadelstärke Nummer 3 mm gestrickt. Damals habe ich das hier mit mindestens 3,5 oder 4 mm gestrickt. Das ist ein Garn von Derirum Natura, Ulysse, ein ganz, ganz tolles Garn. Ein ganz, ganz tolles Garn, von dem ich auch noch ein bisschen übrig habe. Vielleicht stricke ich da noch eine passende Mütze dazu. Das ist doch eine gute Idee. Obwohl, eigentlich sollte ich lieber ein Sommeraccessoire machen, weil es ein T-Shirt ist und eher ein Sommerteil. Es ist 100% Wolle, dieses Ulysse-Garn. Ich finde es aber trotzdem für das ganze Jahr geeignet. Also im Winter kann man zum Beispiel Layering machen. Wenn man ein bisschen mehr Handlungsspielraum, Bewegungsspielraum hat, dann kann man hier drunter auf jeden Fall noch einiges drunter tragen. Hier habe ich immer ein Top drunter oder nichts, meistens eher nichts. Und genau, also hier könnt ihr zum Beispiel auch mit Nadelstärken und Maschenproben experimentieren. Ich konnte mich nicht genau erinnern, mit welcher Nadelstärke ich das hier gestrickt hatte. Deswegen habe ich einfach mich dann für eine 3 mm Nadel entschieden und war dann froh, dass es dann doch perfekt gepasst hat und nicht zu klein geworden ist. Die Anleitung ist also mit der Maschenprobe von dieser Version gestrickt, mit einer 3 mm Nadel. Ihr könnt aber natürlich gerne experimentieren und ausprobieren und zum Beispiel eine 3,5 oder 4 mm Nadel benutzen, je nachdem welches Garn ihr auch habt. Ob ihr jetzt ein luftiges Garn habt oder eher ein dünneres Garn, könnt ihr natürlich mit der Nadelstärke variieren. Das Garn von Derirum Natura hätte ich auf jeden Fall mit einer dickeren Nadel stricken können. Das ist ein super tolles Garn, das ich euch auf jeden Fall empfehle. Es spaltet sich auch nicht so, weil es schön rund gezwirnt ist. Und deswegen beim Stricken sticht man nicht aus Versehen in das Garn herein. Deswegen ist es für AnfängerInnen toll geeignet, weil man sich da eben ja nicht verheddert und nicht so das Garn sich einfach nicht spaltet beim Stricken. Und ja, das ist also ein super tolles Garn. Wenn man noch nicht so viele Erfahrung hat beim Stricken, finde ich das wirklich praktisch. Und es ist qualitativ super hochwertig, es ist atmungsaktiv. Ich trage es eben im Sommer, obwohl oder vielleicht gerade weil es 100% Wolle ist, finde ich es warm, aber gleichzeitig reguliert es die Temperatur. Das heißt, manchmal kommt dann schon so ein Wind und dann fühle ich mich aber gut geschützt. Und wenn es dann doch ziemlich warm ist, schwitze ich da drin auch nicht, weil es super atmungsaktiv ist und sich auch super gut anfühlt auf der Haut. Ich trage es einfach super, super gerne, dieses Garn. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Diese Marke, das ist eine französische Marke, das heißt auch eher lokal, also nicht irgendwie vom anderen Ende des Planeten, sondern ein Garn, das wirklich in Frankreich auch hergestellt wird. Also lokal, wenn man jetzt in Frankreich ist, ist es wirklich super lokal, aber Frankreich ist ja unser Nachbar, also ist nicht so weit weg. Ist auf jeden Fall europäisch und genau. Deswegen kann ich wirklich super, super empfehlen und ich freue mich ganz, ganz doll, wenn ich die Anleitung veröffentliche. Ich werde diesmal auf ein offizielles, also reguläres Testknitting verzichten. Ihr könnt euch zum Teststricken trotzdem bei mir melden. Ich werde es ein bisschen anders gestalten, weil wenn ich jetzt ein Teststricken anfange, dann dauert es natürlich keine Ahnung, 2 Monate, bis die Teststrickerinnen fertig sind und dann ist schon Herbst und dann brauche ich das nicht mehr zu veröffentlichen. Deswegen werde ich jetzt kein reguläres Teststricken machen. Ihr könnt euch trotzdem bei mir melden, wenn ihr das Teststricken wollt, könnt ihr das einfach in eurem Tempo stricken. Am besten natürlich, wenn ihr es diesen Sommer fertig bekommt und dann eure Fotos posten und so weiter und mir euer Feedback geben. Ich glaube nicht, dass da Fehler in den Anleitungen drin sind, also weil die eben professionell geprüft wird und nochmal tech-editiert und so weiter. Wenn es dann kleinen Fehler geben sollte, dann wird er eben nur klein sein und nicht irgendwie euren Strickerfolg beeinflussen. Außerdem habt ihr die ganzen Tutorials dazu, deswegen seid ihr ziemlich erfolgssicher. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich finde es ist vielleicht eine etwas unbeliebte Meinung. Alle meine Designs werden testgestrickt und ich habe bei all meinen Designs bis jetzt, außer vielleicht 1 oder 2 Ausnahmen von Designs, die ganz, ganz alt sind, die ich mal wirklich überarbeiten sollte, aber das, was ich jetzt in den letzten 5 Jahren gemacht habe, sag ich jetzt mal, das ist wirklich qualitativ super hochwertig. Alles wird tech-editiert, alles wurde text gestrickt, bevor die Anleitung veröffentlicht wurde.
Und das ist ein riesen Aufwand. Und wenn man selbst keine Anleitungen macht, dann ist einem das halt nicht so bewusst. Und da ist meine Meinung, dass ich das natürlich toll finde und gut finde, dass die Anleitungen testgestrickt werden und dass man dadurch qualitativ die höchsten Maßstäbe anlegt. Und natürlich ist es auch eine Form von Werbung, wenn Teststrickerinnen das stricken. Und wenn man die Anleitung veröffentlicht, gibt es sozusagen schon einige Fotos online von mehreren Strickerinnen in verschiedenen Größen und so weiter. Das ist natürlich alles sehr, sehr gut. Das bemängle ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, das unterstreiche ich. Aber, jetzt kommt das Aber, ich finde, dass es für unabhängige Strickdesignerinnen wie mich, die alles alleine machen und ich lebe ja nicht davon, also offensichtlich dieses Hobby finanziert mein Hobby, so ungefähr, und es ist extrem zeitaufwendig und deswegen finde ich diese Erwartung, dass unabhängige StrickdesignerInnen sich da diesen ganzen Prozess machen, finde ich, ja, sehr schwer zu erfüllen. Dieses Mal werde ich mir das eben sparen, beziehungsweise ein bisschen abkürzen, indem ich jetzt das Teststricken jetzt gleichzeitig mache, wie ich das Teil veröffentliche. Und ich bin mir sicher, dass es genauso gut sein wird am Ende. Genau, also wenn ihr das Teststricken wollt, dann meldet euch bei mir, das geht. Ja, aber ich finde, dass es die Erwartung da in unabhängige StrickdesignerInnen, die jetzt auch nicht so extrem viele Follower haben, weil der Algorithmus, ich passe nicht in dieses klassische Schema vom Algorithmus. Das heißt, der Algorithmus promotet nicht meine Videos, wie vielleicht bei anderen StrickdesignerInnen unabhängigen, die dann innerhalb von 5, 6 Videos ganz, ganz viele Klicks und ganz, ganz viele Follower bekommen. Das ist bei mir eben nicht der Fall. Ich habe dann einen Style und eine Herangehensweise, die noch viel mehr Nische ist, dass der Algorithmus mich oft auch ignoriert. Deswegen ja, finde ich das einfach eine Erwartungshaltung von vielen Strickerinnen, die man nicht so erfüllen kann oder sehr schwer zu erfüllen ist. Auch finde ich es Teststrickerinnen gegenüber nicht so ganz fair, weil im Endeffekt ist es ja schon auch ein Job, den man da macht als Teststrickerin. Klar, man macht es irgendwie freiwillig und man bekommt die Anleitung für umsonst. Ich gebe euch jetzt auch keine Deadline, weil in diesem Fall wird es auch jetzt keine Deadline geben zum Beispiel, aber man muss selber die Wolle auch kaufen. In ganz, ganz seltenen Fällen hatte ich Wolle übrig, also zu viel von dem originalen Garn. Dann habe ich auch Teststrickerinnen, die eben vielleicht nicht so viele Ressourcen haben, das dann zugeschickt und gesagt, hey, ich spende das dir, damit du beim Teststrick mitmachen kannst. Aber das ist auch die Ausnahme, also das kommt eigentlich in der Regel nicht vor. Und ja, deswegen finde ich dieses Verhältnis auch zwischen Teststrickerinnen und StrickdesignerInnen auch nicht so ganz, ja, man ist da nicht auf Augenhöhe. Und ich habe natürlich nicht die Mittel, um eine Teststrickerin zu bezahlen, weil sonst verdiene ich nie was an meinen Strickdesigns, was ich eigentlich sowieso nicht tue. Also es ist nicht so, dass irgendwie ich ein großes grünes Plus am Ende hätte. Womit ich mein Hobby im Endeffekt finanziere, ist, dass ich vor allem Strickanleitungen übersetze, also von anderen DesignerInnen Strickanleitungen übersetze und dadurch verdiene ich ein bisschen Geld, was ich auch für meinen Lebensunterhalt einfach brauche. Also es ist jetzt kein extra Plus, also oder für meine Urlaube oder so. Also es ist wirklich ja, für meinen Lebensunterhalt und es ist kein ich spare mir da keinen Polster an, sozusagen. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen eine unbeliebte Meinung vielleicht. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Und vor allem meldet euch, wenn ihr Teststricken möchtet und darauf Lust habt. Genau, es wird keine Deadline geben. Es wäre schön, wenn ihr bis Ende des Sommers fertig seid und ihr seid auch bestens ausgestattet mit Tutorials und Anleitungen, um das eben erfolgreich zu stricken. Genau, also das ist das jetzt Intasia Moonrise Design und meine Ideen zu dem Teststricken, meine Meinung ein bisschen dazu und ja, deswegen können wir jetzt zum nächsten einfach weitergehen. Ich hoffe also, dass das Intasia Moonrise Design in den nächsten 2, maximal 3 Wochen verfügbar sein wird auf Ravelry und auf meiner Webseite zum Download und ihr dann ganz viel Spaß habt beim Stricken von diesem Design.
Als nächstes möchte ich euch zeigen, was ich gerade stricke. Und zwar stricke ich immer noch den Carlisle-Pullover. Das ist eigentlich ein Winterpullover, wie man sieht. Und ich habe jetzt den Körper fertig. Ich bin jetzt bei einem Ärmel. Ich habe dieses Projekt angefangen im Februar. Jetzt ist Mitte Juni. Einerseits denke ich, boah, dauert das lange, und andererseits bin ich ziemlich froh, dass es so lange dauert, weil, und jetzt kommt vielleicht noch mal eine unbeliebte Meinung, ich will nicht so die ganze Zeit ganz, ganz viel stricken. Ich finde, YouTube und Social Media verleitet einen dazu, eben so viel wie möglich zu produzieren und Hauptsache irgendwie jede Woche ein neues Design präsentieren oder ein neues fertiges Projekt präsentieren. Und damit bin ich einfach nicht einverstanden. Also erstens dauert es jetzt lange, weil es dünnes Garn ist und weil ich nebenbei noch das hier gestrickt habe und noch eine Mütze gestrickt habe, zu der ich auch ein Tutorial gemacht habe, die Antonia-Mütze. Könnt ihr euch mal angucken gehen. Und gerne nachstricken. Deswegen ist das jetzt gerade eigentlich mein Projekt für nebenbei, wobei ich nicht so viel nachdenken muss. Diese Anleitung von dem Carlisle-Pullover hatte mir einfach super viel Spaß gemacht zu stricken. Das ist so eine Sattelschulter. Aber das Garn, das ich verwendet hatte, als ich das zum ersten Mal gestrickt habe, hat mich super enttäuscht. Und ich glaube, das ist selten passiert, dass ich so enttäuscht war von einem Garn. Oder überhaupt eigentlich habe ich eigentlich immer ein ziemlich gutes Händchen für gute Garne und werde eigentlich nie enttäuscht von den Garnen, die ich auswähle. Aber das war so ein Garn von GGH. GGH? Ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Ja, ich glaube, es war GGH. Wo ich super enttäuscht war. Und deswegen wollte ich das nachstricken. Und auch, weil mir die Anleitung einfach gut gefällt und es Spaß gemacht hat, das zu stricken. Und ich finde, dass es auch ein super cooler Pullover ist. Deswegen bin ich jetzt gerade hier. Und ja, andererseits lasse ich mich auch viel von Social Media ablenken. Und es nervt mich auch total. Das wird jetzt keine Beschwerdefolge. Ich hoffe, dass hier nicht zu viel so Negatives aus mir rauskommt. Aber wenn es halt gerade so ist, dann ist halt gerade so. Also ich lasse mich einfach viel zu viel von Social Media ablenken. Natürlich, ich arbeite mit Social Media und es nervt mich an mir selber total, dass ich ganz oft statt zu stricken einfach mich beim Scrollen erwische. Und es ist einfach so einfach, das Handy so zack, zack. Es ist so ein einfacher Handgriff und so zu machen, und da ist Stricken natürlich komplexer als einfach dumm zu scrollen, aber natürlich tausendmal besser. Und habt ihr das auch gerade, dieses Problem, dass ihr euch so sehr von eurem Handy ablenken lässt, statt zu stricken? Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr da irgendwie Strategien oder Methoden habt, was man da machen kann. Um statt das Handy zu greifen, einfach zu stricken. Also es gibt so viele Momente zwischendurch, wo man irgendwie so, manchmal habe ich auch mein Stricken den ganzen Tag dabei, schleppt es mit, um eben zu stricken nebenbei, und stattdessen packe ich das Handy aus und scrolle. Und also ich bin auch sehr streng mit mir selber und habe da so hohe Ansprüche überhaupt an mich. Deswegen will ich da auch nicht so böse mir gegenüber sein. Aber wenn ihr da Strategien habt oder irgendwie Methoden, irgendwas, was euch hilft, eben euer Stricken zu greifen und nicht euer Handy. Und als Instagram noch nicht so präsent war in meinem Leben, sagen wir mal 2016, vor 10 Jahren oder so, als ich das erste Mal Instagram runtergeladen habe und man wusste ja nicht, was sich da entwickelt. Da habe ich wirklich ich war süchtig richtig nach Stricken. Aktuell bin ich nicht süchtig nach Stricken. Stricken wird immer ein Teil von meinem Leben sein. Ich werde immer irgendwie stricken, dauerhaft. Das wird nicht weggehen. Das ist immer ein fester Bestandteil meines Lebens. Aber ich kann mich erinnern, damals, wenn ich irgendwie 2 Minuten Zeit hatte dazwischen, habe ich wirklich wie eine Süchtige mein Strickzeug gegriffen und dann noch schnell eine Runde irgendwie gestrickt. Und jetzt stattdessen ist es so, ich habe gerade 2 Minuten Zeit oder ich lasse mich jetzt 2 Minuten ablenken. Und ich greife dann das Handy. Oder früher, wenn ich für Klausuren gelernt habe und so, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde gepaukt, jetzt gönne ich mir 5 Minuten Pause, und dann habe ich wirklich mir diese 5 Minuten Pause gegönnt, weil ich mein Strickzeug angeguckt habe und mich das
doll angelacht habe und ich unbedingt stricken wollte. Und jetzt ist es einfach diese Social-Media-Sucht, ne? Ganz schrecklich. Wenn ihr da so irgendwie mir helfen könnt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Das fände ich ganz, ganz toll. Auf jeden Fall habe ich Spaß an diesem Pulli. Jetzt bin ich beim Ärmel. Das ist mehr oder weniger spannend. Man muss sich jetzt einfach glatt rechts runter stricken. Er passt auf jeden Fall. Ich habe genug Garn. Ich habe noch einen Strang. Wahrscheinlich bleibt noch ein bisschen was übrig. Dann kann ich noch... Weiße Mützen finde ich jetzt nicht so schön. Was denkt ihr? Ich finde weiße Mützen... Ich weiß nicht. Weiße Mützen erinnern mich immer an Arzt oder Arzt irgendwie was Medizinisches, obwohl Ärzte gar keine weißen Mützen tragen, aber irgendwie finde ich, weiße Mützen gefallen mir nicht so, deswegen, aber das hier hat schon einen hohen Kragen und lange Ärmel und alles, deswegen wüsste ich jetzt nicht, was für ein Accessoire ich dazu stricken könnte. Ja, vielleicht Stulpen, so kleine Handschuhe, fingerlose Handschuhe oder sowas. Das könnte eine Idee sein. Ja, weil Mützen in der Farbe, das finde ich irgendwie nicht so. Naja, das ist auf jeden Fall mein aktuelles Projekt. Zum Winter wird es auch sicher fertig sein. Außerdem stricke ich das ehrlich gesagt nebenbei. Das ist so mein Projekt zum Entspannen, bei dem ich nicht nachdenken muss, weil ich eben die anderen Designs plane. Und das ist ein Garn von Erica Knight, 100% Wolle, ganz, ganz tolles Garn. Und die Designs, die ich als nächstes plane, beziehungsweise wo ich die Anleitung schreiben möchte, ist mein Advent-Pullover. Für diesen Winter möchte ich auf jeden Fall die Anleitung veröffentlichen. Ich habe diesen Pullover gestrickt letzten Winter. Zusammen mit Jonathan haben wir fast jeden Tag ein Short oder ein Reel auf YouTube gepostet, wo wir unseren Fortschritt dokumentiert haben und auch erklären, wie wir unsere Pullover stricken. Er hat einen für sich gestrickt, also in seiner Größe und ein bisschen andere Farben. Genau, das ist meiner. Und ich hatte den auch an, als ich auf dem Berliner Wolle Festival war im Januar und da habe ich ganz, ganz viele Kommentare von euch bekommen und ich wollte da schon eine Anleitung machen. Das war sowieso in Planung, aber genau, für die letzten Winter hat es eben noch nicht geklappt, da hatte ich nicht die Zeit, aber jetzt für diesen Winter wird da die Anleitung kommen, die möchte ich jetzt diesen Sommer schreiben und ja, genau. Dafür gibt es jetzt kein richtiges Tutorial, aber wenn ihr diese Reels oder Shorts auf YouTube durchscrollt und die Anleitung euch kauft, wenn es die denn gibt, eben hoffentlich vielleicht September wird es die geben, das wäre natürlich toll, dann seid ihr da auch super gut gewappnet, um das hier zu stricken. Also es ist wirklich auch nicht so kompliziert. Das ist mit Sattelschultern und glatt rechts komplett von oben nach unten. Es hat auch keine Nähte. Also das kann ich auch wirklich für AnfängerInnen empfehlen. Und ganz, ganz cool ist auch dieser doppelte Kragen hier, den ich hier gemacht habe. Das ist auch ganz, ganz einfach zu machen und hat noch so ein extra Design-Element, was ich ziemlich cool finde und man ist am Hals ja auf jeden Fall schön warm. Man kann es auch weglassen, wenn man eben nicht so gerne hohen Kragen mag, kann man das auch weglassen oder eben dann noch später anstricken. Ja, das ist also der Plan, was ich diesen Sommer schreiben werde, die Anleitung für diesen Pullover und da werde ich wahrscheinlich schon ein klassisches Teststricken machen, bevor ich die Anleitung veröffentliche. Also falls ihr da mitmachen wollt, schreibt es schon mal in euren Kalender und haltet euch da frei, damit ihr dieses Teil teststricken könnt. Auf meinem Channel hier auf Deutsch gibt es eben einige Videos über Japan, so Abenteuer, Reisevideos und eben ganz viele Strickvideos über Stricken in Japan, Wolle in Japan und ich habe noch einige Videos über Mexiko gemacht. Die habe ich aber auf Englisch gemacht und ich habe ja einen YouTube-Channel auf Englisch gestartet, ich glaube letztes Jahr oder so. Auf jeden Fall waren Jonathan und ich 3 Wochen in Mexiko über Ostern und da habe ich auch einige Videos gemacht. Ich glaube 2 oder 3 sind es geworden über unsere Reise nach Mexiko und ich interviewe ja sehr gerne Kunsthandwerkerinnen aus Mexiko, die eben Textilkunst machen. Und wir waren in Oaxaca. Oaxaca ist ein Bundesstaat von Mexiko im Süden auf der Pazifikküste und da wird eben sehr viel gewebt und sehr viel mit Wolle gearbeitet. Da habe ich mir diese 2 Stränge gekauft. Das ist handgefärbtes Garn mit
pflanzengefärbtes, naturgefärbtes Garn mit Pflanzen, so. Und da habe ich mir diese 2 Stränge gekauft. Wahrscheinlich werde ich das kombinieren mit einem Garn, das ich selber spinne, oder ich werde das nochmal verzwirnen, weil das hier ist nämlich Dochtgarn, also einfädiges Garn. Und ja, ich könnte mir vorstellen, das nochmal zu verzwirnen mit einer anderen Farbe, damit es eben mindestens zweifädig ist, vielleicht auch dreifädig, dann wäre es aber ziemlich dick. Mal sehen, vielleicht zweifädig. Und da habe ich mir diese Garne mitgebracht, die super schön sind, handgesponnen und handgefärbt. Ich lade euch also ein, meine Videos auf meinem Channel auf Englisch zu gucken, über Mexiko, wo ich diese Garne her habe und mit welchen KunsthandwerkerInnen ich gesprochen habe. Wir waren zum Beispiel in Teotitlán del Valle, das ist ein Dorf in Oaxaca, wo eben gefärbt wird, handgewebt wird und das eben die Hauptaktivität des Dorfes ist, mit Wolle zu arbeiten. Also lade ich euch ein, diese Videos zu gucken. Sie sind auf Englisch, aber mit Untertiteln. Das heißt, ihr könnt das auch gucken, wenn ihr vielleicht es nicht so gewohnt seid, Englisch zu hören, zu sprechen, könnt ihr die Untertitel einschalten und es dann auf Deutsch mitlesen. Schließlich möchte ich euch meine Sommerdesigns zeigen, ein paar von denen, denn nicht alle liegen hier gerade bei mir zu Hause. Aber das ist zum Beispiel das Cerise Top. Das ist, ich glaube, das beliebteste Design von mir. Das ist ein super schönes Top mit Lace-Mustern hier auf der Seite und verschränkten Rippen hier vorne. Es ist super figurbetont, man kann es aber auch länger stricken. Man strickt es von oben nach unten. Zuerst strickt man Vorderteil und Rückenteil glatt rechts, ich meine in Hin- und Rückreihen. Und danach schließt man zur Runde ab dem Armausschnitt und strickt in der Runde runter. Das heißt, man kann es auch sehr leicht länger stricken. Eine ganz ähnliche Konstruktion hat das Top Limon. Das hat auch hier auf den Seiten ein ganz, ganz tolles Lace-Muster, was auch ziemlich einfach ist zu stricken. Ich versuche, wenn ich Lace-Muster in meinen Designs integriere, einfache Wiederholungen zu machen, die man sich eben schnell merken kann nach ein paar Reihen und die man dann eben auswendig stricken kann. Das hier wird genauso von oben nach unten gestrickt und die Fertigstellung, genauso wie beim Cerise Top, ist mit I-Cords überall. Und ja, das Top trage ich auch super gerne. Das ist für den Sommer eben jetzt aktuell ganz, ganz toll. Dann habe ich noch das Top Maracuja. Das habe ich jetzt gerade nicht zu Hause, aber ich füge euch ein paar Fotos ein. Das Top Maracuja habe ich letztes Jahr veröffentlicht und das ist auch dieselbe Konstruktion wie das Top Cerise und das Top Limon. Ihr könnt diese Tops auch in einer Kollektion kaufen, das heißt alle zusammen in der Fruity Knitting Summer Top Collection. Ich überlege gerade, sind da noch mehr Tops drin? Ich glaube nur diese 3, Limon, Cerise und Maracuja. Genau. Diese Kollektion empfehle ich euch. Das sind ganz, ganz tolle Tops. Wenn ihr eins schon gestrickt habt, dann fallen euch die anderen auch viel leichter, weil ihr die Konstruktion dann verstanden habt. Und alle Anleitungen sind natürlich in mehreren Größen verfügbar. Dann habe ich noch das Top Margarita. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Sommertop. Das sitzt ein bisschen lockerer, es ist nicht ganz so eng anliegend wie die anderen Tops. Und es hat hier an den Seiten auch ein schönes Lace-Muster, das mich eben an kleine Gänseblümchen Margaritas erinnert. Und es hat auch ein kleines Detail hier im Rücken. Und es wird auch mit I-Cords fertiggestellt. Schließlich möchte ich euch mein zweitbeliebtestes Design zeigen. Das ist der Cardigan Mariposa. Das ist ein Cardigan, der flach gestrickt wird, also in Hin- und Rückreihen in einem Stück, hat auch gar keine Nähte, eignet sich auch ganz toll für AnfängerInnen. Man strickt also von oben nach unten in einem Stück, separiert dann den Körper von den Ärmeln, strickt den Körper runter und danach die Ärmel. Das ist ein richtig, richtig cooler Cardigan, den ich auch total gerne in Kombination mit meinem Cerise Top trage. Ich kann euch mal ein Foto einfügen von mir, wie ich beide Teile zusammentrage. Dieses Design ist auch super beliebt bei euch und ist wirklich auch super einfach zu stricken. Für AnfängerInnen also auf jeden Fall geeignet und ganz, ganz toll jetzt im Sommer, weil das ein Garn ist, 50% Wolle, 50% Baumwolle. Also es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Trägt sich ganz, ganz toll jetzt in dieser Jahreszeit. Also meine Lieben, das war's für dieses
Anfang des Sommers Update. Und ich ermutige euch also, alle meine Designs nachzustricken. Und ich freue mich, eure Versionen zu sehen von all meinen Designs, die ich euch gerade vorgestellt habe. Ich freue mich ganz besonders darauf, dieses T-Shirt hier zu veröffentlichen. Ich finde, dieses Design ist super cool gelungen. Es sieht einfach cool aus. Und ja, ich stricke also fleißig weiter. Und ein Design habe ich noch geplant. Ich habe noch mehrere Designs geplant, aber das, woran ich als nächstes arbeiten werde, das ist eine Kollaboration mit der lieben Gabi vom Wollmarkt Weilheim in Bayern. Wir sind eigentlich schon seit Monaten im Austausch darüber. Beziehungsweise hat sie mich schon vor Monaten kontaktiert, um das zu machen zusammen. Ich verrate euch aber jetzt noch nicht mehr. Nur, dass ich die Ehre habe, das nächste Design für den Wollmarkt Weilheim 2027 zu machen. Und ja, ich habe schon das Garn. Ich habe schon ein paar Ideen. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, das zu machen. Ich habe da auf jeden Fall meine Comfortzone verlassen, was die Farbe angeht von dem Garn, das ich ausgewählt habe. Die kann man natürlich ganz leicht ändern, wenn die euch nicht gefällt. Mir gefällt sie. Ich glaube, sie wird auch ganz, ganz vielen Leuten von euch gefallen. Es ist außerhalb meiner Comfortzone. Aber meine Comfortzone ist nicht die Comfortzone von einer anderen Person und umgekehrt. Deswegen bin ich da ganz, ganz gespannt und werde ganz bald anfangen, daran zu arbeiten. Ich freue mich also, dass du heute eingeschaltet hast. Lass mir gerne einen Kommentar da, #Stricken mit Calypso. Schau dir alle meine anderen Videos über das Stricken und das Reisen an. Verpasse nicht unsere Abenteuer von Jonathan und mir in Japan. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!